Heute läuft hier so einiges falsch, unter anderem Sachen, mit denen man so richtig in Teufelsküche kommen kann, also Augen auf beim Elektronikverkauf. Was mich zu diesem Video bewogen hat, waren einige Fragen, die ich in den Kommentaren meiner anderen Videos habe. Allerdings habe ich kürzlich auch ein Angebot bei einem großen Auktionshaus im Internet gesehen. Das war für mich jetzt der letztendliche Ausschlag, mal so ein Video zu machen. Das ist also ein ganz normales Verkaufsangebot, Commodore 64 Netzteil, 5 Volt Ersatzplatine. Also offenbar geht es um diese Platine hier, die man dann als Ersatz für eine solche alte Platine in ein Commodore 64 Netzteil einbauen soll. An diesem Angebot fallen mir jetzt gleich mehrere Dinge auf, die eventuell zu Problemen führen könnten, sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer. Ich gehe das gleich Schritt für Schritt nacheinander durch. Allerdings, dieses Video ist keinerlei Rechtsberatung. Ersetzt also nicht den Anruf beim Steuerberater oder auch beim Finanzamt. Es geht hier immer um Individualfälle. Und so muss also bitte jeder, der Elektronik verkaufen möchte, oder generell jeder Selbstständige eigentlich, für sich herausfinden, welche Voraussetzungen gelten bei mir, welche Regularien muss ich beachten. Ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Natürlich, den Anbieter, den habe ich unkenntlich gemacht. Es geht mir jetzt nicht darum, diesen Anbieter in die Pfanne zu hauen. Also, angemeldet als privater Verkäufer. Daraus resultiert also, dass dem Käufer gewisse Rechte nicht zustehen. In dem Fall eigentlich als Konjunktiv zustünden, denn ob dieser Anbieter wirklich ein Privatverkäufer ist, das wird sich gleich noch zeigen. Das Auktionshaus weist also selber auch schon direkt darauf hin, verbraucherschützende Vorschriften, die sich aus dem EU-Verbraucherrecht ergeben, finden daher keine Anwendung. Das beträfe beispielsweise ein Rückgaberecht. Auch das ist hier also direkt schon so angegeben, Rücknahme, keine Rückgabe. Ich habe also keine Möglichkeit, diesen Artikel, wenn ich einen Kaufwiderruf formuliere, wie ich es bei gewerblichen Angeboten habe, dann wieder zurückzugeben. Jetzt wäre die Frage zu klären erstmal, ist dieser Verkäufer wirklich Privatverkäufer? Der Artikelzustand ist ja erstmal neu. Natürlich, ich kann als Privatmann natürlich auch neue Artikel verkaufen, ist ja gar kein Problem. Wenn ich in irgendeinen Laden gehe, kaufe mir dort was, kann ich das ja privat auf irgendeinem Flohmarkt weiterverkaufen. Ist ja prinzipiell erstmal kein Problem. Allerdings, wenn ich mir jetzt mal die weiteren Artikel ansehe bei diesem Anbieter, dann sieht das also so aus, dass dieser Anbieter 20 Artikel momentan zum Verkauf anbietet. Alle sind brandneu, alle sind von privat und es ist immer der gleiche Artikel. So viele gleiche Angebote, alle brandneu, aber von privat. Ein privater Verkäufer steht also deutlich weniger in der Pflicht als ein gewerblicher Verkäufer. Wenn also beispielsweise der Gewährleistungsfall eintritt, dann wird das möglicherweise viel problematischer von einem privaten Verkäufer, da eine Haftung durchzusetzen, als gegenüber einem gewerblichen Verkäufer. Der Privatverkäufer kann prinzipiell eine Gewährleistung ausschließen. Hier in diesem Auktionstext, das da unten ist nur das gleiche nochmal in Englisch, wird aber nichts davon erwähnt, dass er die Haftung ausschließt oder die Gewährleistung. Somit müsste er eigentlich Gewährleistung geben. Wenn er sich aber darauf beruft, dass er nun mal privater Verkäufer ist, man merkt schon, das kann zu Problemen führen, sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Nächste Frage wäre, ob ich eine Rechnung bekomme als Käufer. Das wäre für den gewerblichen Käufer interessant, dann kann er nämlich die ausgewiesene Mehrwertsteuer, sofern sie denn ausgewiesen ist auf der Rechnung, wiederum in seiner Buchhaltung geltend machen. Steht aber hier nichts, insofern Fragezeichen. Auch beim Versand. Versand 1,95 Sparversand ist ja sehr fair. Auch da ist jetzt wieder die Frage, ist er wirklich ein privater Verkäufer? Dann liegt das Versandrisiko nämlich beim Käufer. Ist er ein gewerblicher Anbieter, liegt das Versandrisiko beim Verkäufer. Das macht einen riesen Unterschied beim Versand bzw. dem Versandweg. Der private Verkäufer hat seine Pflicht erledigt, wenn er den Artikel in den Versand gegeben hat. Sollte der Artikel jetzt beim Versand beschädigt werden oder gar ganz verloren gehen, dann muss sich der Käufer oder dann obliegt es dem Käufer, dass er sich mit dem Versandunternehmen auseinandersetzt, rausfindet, wo ist die Sendung, wie komme ich an Schadensersatz und so weiter. Der gewerbliche Verkäufer steht in dieser gesamten Leistungskette in der Pflicht, bis der Artikel beim Käufer angekommen ist. Sollte also auf dem Versandweg da irgendwas nicht funktionieren, dann muss sich der gewerbliche Verkäufer mit dem Versandunternehmen rumschlagen. Macht also schon einen Unterschied. Schauen wir uns nochmal genauer an, ob dieser Verkäufer wirklich privat ist oder nicht. Das deutsche Einkommensteuergesetz sagt also hierzu,
Eine selbstständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft, noch als Ausübung eines freien Berufs, noch als eine andere selbstständige Arbeit anzusehen ist. Gehen wir diesen Passus mal im Einzelnen durch und finden raus, ob dieser Anbieter eben ein gewerblicher ist oder ein privater sein könnte. Eine selbstständige, nachhaltige Betätigung. Selbstständig und nachhaltig. Bei der Selbstständigkeit geht es also darum, handelt jemand in eigenem Namen auf eigene Rechnung, trägt er insgesamt das Unternehmerrisiko und ist nicht großartig weisungsgebunden durch irgendwelche Dritten. Das weiß man jetzt natürlich hier bei dem Angebot nicht. Und bei der Nachhaltigkeit, da sieht es also genauso aus, kann man jetzt aus diesem Angebot nicht so direkt rauslesen. Die Nachhaltigkeit bedeutet also eine gewisse Regelmäßigkeit, mit der man Verkäufe tätigt, beziehungsweise zumindest möchte. Ob man sie tätigt, ist wie gesagt nicht so wichtig. Es geht nur darum, ob man das möchte. Wenn es natürlich eine einmalige Geschichte ist, die auch wirklich zeitlich begrenzt ist, beispielsweise Flohmarkt, Haushaltsauflösung, wie auch immer, also private Haushaltsauflösung natürlich, dann kann es schon sein, dass das privater Natur ist und nicht unbedingt gewerblich. Aber auch das, wie gesagt, ist von Einzelfall zu entscheiden. Das entscheidet übrigens nicht der Unternehmer oder der Anbieter selber. Das macht das Finanzamt, wenn es hart auf hart kommt. Dann geht es weiter mit der Absicht, Gewinn zu erzielen. Die berühmte Gewinnerzielungsabsicht, die muss halt leider generell unterstellt werden, denn wenn ich was verkaufe, möchte ich eigentlich immer einen Gewinn damit erzielen. Ansonsten würde ich es vielleicht eher verschenken, spenden, wie auch immer. Also die Gewinnerzielungsabsicht vom Finanzamt wegzudiskutieren, das ist nicht ganz einfach. Letzten Endes entscheidet auch das wiederum das Finanzamt. Funktioniert übrigens auch in die andere Richtung, wenn man beispielsweise ein recht kostspieliges Hobby hat, mit dem man generell nie irgendwie Gewinne erzielt. Das Hobby aber als Gewerbe anmeldet, um seine Verluste eben steuermindernd beim Finanzamt anzumelden, dann kann das Finanzamt nach ein paar Jahren oder nach einem gewissen Zeitraum einfach sagen, du, das ist kein echtes Gewerbe, das ist Liebhaberei, so nennt sich das dann, und wir erlauben dir nicht mehr, dass du deine Unkosten, die du in dieses Hobby investierst, steuermindernd geltend machst. Als nächstes haben wir dann die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Ist absolut gegeben. Dieses Angebot ist bei einem öffentlichen Auktionshaus im Internet zu finden, weltweit. Also er nimmt auf jeden Fall teil am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Jetzt kommen noch ein paar Ausnahmen. Wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft, okay, haben wir hier natürlich nicht, noch als Ausübung eines freien Berufs, das liegt hier auch nicht vor, freie Berufe, wäre also Arzt, Anwalt, Architekt, solche Geschichten, noch als eine andere selbstständige Arbeit anzusehen ist. Dieser Passus, der mag auf den ersten Blick etwas verwirrend erscheinen, denn natürlich mag man augenscheinlich sagen, ja klar, übt er einen anderen selbstständigen Beruf aus, also trifft doch dieser Passus nicht zu auf ihn, er ist also gar nicht gewerblich. Würde natürlich die ganze Sache so ein bisschen ad absurdum führen. Der Punkt ist, es gibt einen Unterschied zwischen selbstständiger Arbeit und gewerblicher Arbeit. Das muss man sich dann auch wieder raussuchen. So, wer gilt als selbstständig? Selbstständige Tätigkeit, insbesondere Freiberufler. Und dann geht es eben wieder los, was wir schon hatten. Heilberufe, Rechtsanwälte und so weiter. Als nächstes können es auch verwandte Berufe sein. Wir Altenpfleger, Diätassistenten, so Geschichten. Und hier kommen wir jetzt zu dem interessanten Absatz. Der ist so ein bisschen von hinten aufgezäumt. Tätigkeiten, die nicht als freiberufliche Tätigkeit zu beurteilen sind, also diese Geschichten da oben, Ärzte, Anwälte, und keinen Gewerbebetrieb darstellen, gehören zur sonstigen selbstständigen Tätigkeit. Merkmal ist die persönliche Arbeitsleistung, allerdings wird die sonstige selbstständige Tätigkeit eher gelegentlich und nur ausnahmsweise nachhaltig ausgeübt. Das betrifft dann so Sachen wie Testamentsvollstrecker, Vermögensverwalter, Hausverwalter, Konkursverwalter, Treuhänder und solche Geschichten. Auch hier wird also erwähnt, die Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und selbstständiger Tätigkeit ist oftmals schwierig, da zum Beispiel auch der freiberuflichen Tätigkeit in der Regel die Erwerbsabsicht nicht fehlt. Was ich vorhin schon hatte, diese Gewinnerzielungsabsicht kann man generell unterstellen. Viele Tätigkeiten fallen also sowohl unter die Merkmale der freiberuflichen Tätigkeit als auch unter die des Gewerbes. Wir hatten also nun ausgeschlossen, dass der Anbieter hier Arzt, Anwalt und so weiter, also ein freier Beruf sein kann. Auch verwandt ist er nicht, irgendwelche Pflegegeschichten. Das nächste wäre jetzt diese anderen selbstständigen Berufe. Aber auch er ist kein Vermögensverwalter, tritt hier zumindest nicht so auf. Also wird er nicht Angehöriger dieser sonstigen anderen Berufe sein. Also wieder zurück zu unserem Gesetzestext zur Definition eines gewerblichen Handelns.
Selbstständig und nachhaltig können wir noch nicht ganz ausschließen. Wir können es auch noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Die Gewinnerzielungsabsicht muss man leider unterstellen. Die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, die ist gegeben. Und alle Ausnahmegründe als Ausübung Land- oder Forstwirtschaft, noch als Ausübung eines freien Berufs, noch als andere selbstständige Arbeit, die können wir also jetzt auch ausschließen. Das liegt alles nicht vor. Das heißt, es steht zu vermuten, dass der Anbieter ein gewerblicher Anbieter ist, laut dieser Definition. Ob er sich selbst dabei nach außen hin als Privatverkäufer darstellt, das ist dann halt nur seine Definition. Wenn die Behörden das anders sehen, dann kann das für ihn ein fürchterliches Nachspiel haben. Das war jetzt also erstmal so ein bisschen diese gewerberechtliche Geschichte. Ist er wirklich ein Privatverkäufer oder ist er kein Privatverkäufer? Als nächstes geht es dann um das Inverkehrbringen von Elektronik in den Wirtschaftskreislauf oder in den Warenkreislauf, in Deutschland in diesem Falle. Da sind einige Bestimmungen zu beachten. Wenn ich mir jetzt hier mal diese Platine anschaue, da ist also nichts weiteres draufgeschrieben. Hier oben ist ein Design Copyright, den Namen habe ich wieder ausgeblendet, geht hier nicht um diesen spezifischen Anbieter. Also das ist irgendein Spitzname, den der Anbieter hier hinterlegt hat. Es lässt keinen Rückschluss zu auf den eigentlichen Hersteller, also auch keine Adresse oder ein sonstiger Bezug. Da ist zwar ein Commodore-Zeichen und Commodore 64 steht drauf, es ist aber eben nicht anzunehmen, dass dieser Anbieter, der hier als Privathandeln auftritt, tatsächlich von Commodore autorisiert ist, diese Platinen zu vertreiben. Das zählt also nicht als Anbieterkennzeichnung und genau das ist aber erforderlich. Wenn man in Deutschland heutzutage Elektronik in Umlauf bringt, in Verkehr bringt, dann muss diese Elektronik gekennzeichnet sein. Und zwar zwei Geschichten sind dabei wichtig. Einerseits muss die durchgestrichene Mülltonne drauf. Jeder Hersteller und Inverkehrbringer elektrischer und elektronischer Geräte ist nach Elektrogesetz und WEEE-Richtlinie zur WEEE-Kennzeichnung seine Geräte verpflichtet. Verpflichtet. Das ist nicht optional. Man muss das machen. Als Inverkehrbringer. Das heißt, entweder ich stelle die Sachen selber her und verkaufe sie, oder ich kaufe sie meinetwegen aus dem Ausland zu und verkaufe sie dann bin ich Distributor, dann bin ich aber trotzdem Inverkehrbringer. Ich habe dafür zu sorgen in dem Fall, dass meine Artikel mit dieser durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet werden. Diese durchgestrichene Mülltonne ist nämlich für den Verbraucher wiederum das Zeichen, dass er es seinerseits nicht im Hausmüll entsorgen darf, sondern zu einer geeigneten Sammelstelle, beispielsweise beim Wertstoffhof bringen muss. Und durch dieses Zeichen auf dem Artikel entsteht dem Verbraucher die Pflicht, dass er es dort bei geeigneten Stellen abgibt. Zu dieser durchgestrichenen Mülltonne gehören dann gewisse Vorgaben, und zwar muss der Gerätehersteller und die jeweilige Marke zur Identifikation des Herstellers genannt werden. Ein kurzer Einschub, weil es hier heißt, die jeweilige Marke zur Identifikation des Herstellers zählt zu den Pflichtangaben bei so einer WEEE-Registerangabe. Es geht hier nicht um eine Markenrechtseintragung im Sinne des Markenrechts beim Deutschen Patent- und Markenamt. Dieser Markenname, der hier gemeint ist, das ist einfach nur der Marke oder der Name des Herstellers oder wie man das dann eben benennen mag, in Verbindung zu seiner WEEE-Nummer, dass da eine gewisse Zuordnung stattfindet. Zu Markenrechtsproblemen kommen wir aber gleich auch noch. Diese Angaben müssen mit der Angabe bei der Stiftung EAR übereinstimmen. Die Stiftung EAR, die sorgt also in Deutschland dafür, dass elektronische Geräte einer Wiederverwendung oder Wiederverwertung zugeführt werden, also im Wertstoffkreislauf erhalten bleiben. Punkt 2 ist natürlich, wenn solche Geräte über den Hausmüll entsorgt werden, da sind viele Giftstoffe, beispielsweise Metalle, teils Schwermetalle enthalten, die sollen natürlich nicht einfach in der Verbrennungsanlage landen. Davon übrigens nicht abschrecken lassen. Es sind zwar strenge Vorgaben, die erfüllt werden müssen, allerdings sind es keine komplizierten Vorgaben. Man muss sich halt anmelden bei der EAR, dann kriegt man so eine WEEE-Nummer und wenn man die auf seine Produkte aufbringt, dann ist das Ganze schon erledigt. Das in Deutschland geltende Elektrogesetz und so weiter sieht also vor, dass man sich im WEEE-Register als Hersteller registrieren lässt und wird dann eingetragen in ein öffentlich einsehbares WEEE-Register. Und jetzt kommt das eigentlich Wichtige im Sinne unseres Angebotes. Dieses WEEE-Register bringt Transparenz für Dritte und das Risiko auf eine Abmahnung nach dem Elektrogesetz mit sich. Das klingt so ein bisschen positiv formuliert. Das ist natürlich hochgefährlich. Eine Abmahnung ist eine teure Geschichte, wenn es blöd läuft, ist also unbedingt zu vermeiden als Anbieter oder möchte man vermeiden als Anbieter. Wenn jetzt wieder der Gedanke kommt, von wegen, aber er ist doch Privatanbieter, für den trifft es doch nicht zu. Nein, als Hersteller gilt gemäß Blabla Elektrogesetz jede natürliche oder juristische Person, die in Deutschland Elektro- oder Elektronikgeräte unter eigenem Namen
unter eigenem Namen bzw. eigener Marke verkauft. Jede natürliche oder juristische Person. Juristische Personen sind Firmen, GmbH, AG und so weiter. Eine natürliche Person ist jeder. Ich bin eine natürliche Person, ihr seid eine. Jeder Anbieter, der irgendwas verkauft und keine Firma ist, ist eine natürliche Person. Darüber hinaus gilt als Quasi-Hersteller, wer ein Elektro- oder Elektronikgerät erstmals in Deutschland anbietet, etwa Importeure. Also auch wenn der Anbieter nicht selbst der Hersteller ist, sondern in einem Drittland die Waren bezogen hat und sie aber hier verkauft, also in Verkehr bringt, dann gilt er als Hersteller. Hersteller laut Elektrogesetz ist folglich jede natürliche oder juristische Person, die in Deutschland Elektro- oder Elektronikgeräte herstellt und unter eigenem Namen anbietet oder herstellen lässt und unter eigenem Namen anbietet und so weiter. Da würde ich sagen, das trifft also bei diesem Angebot durchaus zu. Dass hier das Commodore-Logo drauf ist und Commodore 64 dasteht, das hat also nichts mit einer Registrierung bei der EAR im Sinne des Elektrogesetzes und so weiter zu tun. Das ist keine Anbieterkennzeichnung. Man meldet sich dort an, dann bekommt man eine WEEE-Nummer, eben als Inverkehrbringer, Hersteller, Produzent, Importeur, die man dann auf seine Produkte aufbringen muss. Wenn um so ein Gerät ein Gehäuse ist, was ja bei vielen Elektrogeräten der Fall ist, dann muss das eben auf dem Gehäuse zu finden sein, diese Information. Und zwar im Rahmen der WEEE-Kennzeichnungspflicht ist im Elektrogesetz fixiert, dass die Kennzeichnung mit allen relevanten Daten dauerhaft lesbar sein muss. Ein konventioneller Aufkleber bzw. ein Druck mit verblassender Tinte eignen sich daher nicht. Bestenfalls wird die WEEE-Kennzeichnung mit einem Metallschild vorgenommen, was vor allem bei elektrischen und elektronischen Großgeräten problemlos auf deren Rückseite erfolgen kann. Und nochmal sei darauf hingewiesen, wird gegen die Vorgaben zur Kennzeichnungspflicht verstoßen, drohen empfindliche Strafen und Sanktionen. Empfindlich bedeutet, das wird teuer bzw. das kann teuer werden. Jetzt haben wir also festgestellt, dass dieses Commodore-Logo an sich keine Anbieterkennzeichnung darstellt. Das Commodore-Logo, also ich weiß nicht, ob es das originale Commodore-Logo ist, das kann auch selber nachgezeichnet sein. Das Problem, also das nächste Problem bei dieser ganzen Geschichte, jetzt kommen wir in die Markenrechte rein. Auch wenn dieses Logo nur nachgemalt ist und nicht exakt dem Commodore-Logo entspricht, besteht für den Konsumenten, für den Verbraucher, also für mich und für jeden anderen, der das Logo anschaut, die Gefahr, dass es als Commodore-Produkt wahrgenommen wird. Das wäre, jetzt kommt der Begriff Verkehrsanschauung, das wäre nach der Verkehrsanschauung nicht gestattet. Natürlich kann man nur gegen ein Markenrecht verstoßen, wenn überhaupt ein Markenschutz besteht. Das kann man dann wiederum beim Deutschen Patent- und Markenamt online kostenlos direkt abfragen. Ich gehe mal hier in die Markensektion rein und tippe mal Commodore ein. Und schon kriege ich also viele Treffer, Seite 1 von 3, 68 Treffer, das sind also einige. Commodore ist natürlich ein allgemein gebräuchlicher Begriff, kennt man aus der Seefahrt, es gab auch mal einen Opel, der hieß so. Also Commodore an sich ist jetzt sowieso markenrechtlich gesehen, ja, so ein Diffusum, das ist in vielen Bereichen vertreten, dieses Wort. Nur wenn man jetzt Commodore verwendet, heißt es noch lange nicht, dass man unbedingt gegen den Markenschutz verstößt. Allerdings ist es schon auch so, wenn ich jetzt mal hier auf die zweite Seite gehe, dass beispielsweise diese Marke hier, die ist ja doch Commodore sehr ähnlich, also dem normalen, dem üblichen originalen Commodore-Logo, das man so kennt. Das C ist ein bisschen größer. Allerdings wurde die Anmeldung zurückgewiesen. Jetzt können wir mal schauen, warum. Wichtig ist der Widerspruchsgrund Likelihood of Confusion. Und das ist genau dieser Punkt Verwechslungsgefahr. Also auch das Markenamt trägt schon mal von vornherein gar keine Marken ein, die einer bestehenden Marke zu ähnlich sind und sich eine Verwechslungsgefahr ergeben könnte. Maßgeblich ist dann hierbei die Klasse. Das ist also mehr oder weniger der Bereich an Produkten, auf die sich dieser Markenschutz beziehen soll. Wie gerade gesagt, bei Commodore ist ein ziemlich allgemein gebräuchlicher Begriff. Man kann ihn also für verschiedene Marken und Produkte verwenden. Und jeweils nach der Klassendefinition ist also dieser Markenschutz nur für diese Klassen gültig. In diesem Fall hätte es also für Handys sein sollen, dieser Markenschutz. Nachdem es aber schon viele registrierte Marken mit dem Namen Commodore und auch mit Logo im Bereich IT und Elektronik gibt, hat man offenbar seitens des Patent- und Markenamtes gesagt, dass man diese Anmeldung zurückweist, weil eben dann die Unterscheidung der Anbieter nicht mehr unbedingt gegeben ist. Es geht hier um den Schutz des Verbrauchers und dessen Verkehrsanschauung. Wenn ich ein Handy
mit dem Logo und dem Namen Commodore sehe, dann gehe ich davon aus, es stammt von der Computerfirma Commodore, ist ja durchaus ein ähnlicher Bereich. Ich schenke also dieser Marke oder diesem Produkt mein Vertrauen in der Annahme, dieses Produkt gehört zu Commodore. Wenn jetzt aber ein anderer Anbieter sich ebenfalls diese Marke Commodore hätte registrieren lassen können, nur für Smartphones, dann kann dieser andere Anbieter also beispielsweise irgendeine Hinterhofwerkstatt sein, die mir weder im Falle einer Gewährleistung helfen kann, noch sonst irgendwie Möglichkeiten hat, wie ein großer Elektronikkonzern zu agieren. Dann bin ich halt als Verbraucher eigentlich in eine Täuschung reingelaufen, weil ich gedacht habe, dass sich hinter diesem großen Namen Commodore auch die große Firma verbirgt. In Wahrheit war es aber nur ein kleiner Tüftler und Bastler in der Garage. Und deswegen wurde, also ich schätze mal deswegen, wurde also diese Markenanmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Verwechslungsgefahr zur echten Computerfirma Commodore doch deutlich zu hoch ist. Und das ist also genau die Sache. Hier ist das Logo, also das Commodore, das C-Logo und eben der Schriftzug Commodore 64. Da ist jetzt eben wirklich die Frage, inwieweit ein normaler Verbraucher, was ein normaler Verbraucher ist, bestimmt übrigens das Gericht, also nach der Verkehrsanschauung eben, was ein normaler Verbraucher davon denkt, ob dem automatisch klar ist, das Produkt kann nicht von der Computerfirma Commodore sein oder ob er eben doch eher annimmt, dass es von der Firma, von der originalen Computerfirma Commodore stammt. Denn in dem Fall läge dann einfach eine Täuschung des Verbrauchers vor, weil man mit einem großen Namen eine große Firma vorgaukelt, die man aber vermutlich bei diesem Angebot eben einfach nicht ist. Jetzt kann natürlich dieser Anbieter Distributor von Commodore sein, für den deutschen Markt beispielsweise. Dann beißt sich das aber eben wieder mit dieser Angabe, dass er als Privatverkäufer handelt. Auch die Produktbeschreibung passt da nicht wirklich dazu, also das kann man eigentlich fast ausschließen. Auch zu dem Commodore-Zeichen, also dem Commodore-Logo, dieses C an sich, gibt es auch noch was Interessantes. Auch nochmal so ein kleiner Exkurs in Richtung Markenrecht. Wenn ich jetzt also mal Commodore nochmal lasse bei der Suche im DPMA und nehme aber Bildmarke, dann kommt also sofort diese Bildmarke hier, die ja doch diesem Logo sehr, sehr ähnlich sieht. Allerdings, und jetzt kommt wieder diese Geschichte mit den Klassen, diese eingetragene Marke gilt für die Klassen 16 Broschüren, Druckereierzeugnisse, Klasse 21 Becher, Geschirr und Klassen 25 bedruckte T-Shirts und so weiter. Natürlich besteht hier ein Markenschutz dieser Bildmarke mit dem C, aber eben nur für die eingetragenen Klassen, also Tassen, T-Shirts, wie auch immer. Vielleicht hat sich also hier jemand das Commodore-Logo für den Druck auf T-Shirts und so weiter, auf Merchandising-Artikel gesichert. Das hätte jetzt aber wiederum gar nichts zu tun mit der Platine, weil sich sein Markenschutz eben auf diese Klassen, ja, Becher, T-Shirts und so weiter bezieht und nicht auf Elektronik. Da mag es nämlich auch wiederum sein, dass er genauso wie vorhin mit den Smartphones diese Klasse bzw. diese Bildmarke gar nicht erst eingetragen bekommen hätte als Bildmarke für die Klasse Elektronik, wie auch immer, weil nämlich dann wieder die Verbindung zu Commodore einfach zu stark und zu groß gewesen wäre und die Verwechslungsgefahr für den Verbraucher zu groß. Was müsste nun bei diesem Angebot anders sein, wenn es, wie es ich einfach mal unterstelle, gewerblicher Natur wäre? Punkt 1. Es muss ein Gewerbeschein her, eine Gewerbeanmeldung. Dieser Anbieter muss beim Gewerbeamt anzeigen, dass er Elektronik, was auch immer, verkauft. Daraus ergibt sich dann Verschiedenes. Beispielsweise die Rechte des Käufers werden erweitert. Wir hatten das vorhin schon mit dem Versandrisiko. Auch die Gewährleistungslage ist dann für den Käufer deutlich günstiger bei einem gewerblichen Anbieter. Weiters entsteht eine Steuerpflicht für die Einkommensteuer. Das heißt erstmal nur, dass man eine Steuererklärung abgeben muss. Man muss das, man ist verpflichtet als Gewerbetreibender. Das bedeutet nicht automatisch, dass man deswegen dann Steuern zahlen muss. Es gibt auch da natürlich bei der Einkommensteuer Freibeträge. Wenn man die nicht überschreitet mit seinem Unternehmensgewinn, dann führt man natürlich auch keine Steuern ab. Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer. Ich muss für solche Artikel 19%, es gibt andere Artikel, da sind es 7%, 19% vom Verkaufspreis an das Finanzamt als Mehrwertsteuer abführen. Da komme ich nur drum rum mit einer sogenannten Kleinunternehmerregelung. Was das genau ist, würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Generell besteht aber die Pflicht, die Mehrwertsteuer eben an das Finanzamt abzuführen. Dann die Kennzeichnungspflicht. Wir haben es gehabt. Einerseits die Kennzeichnung nach dem Elektrogesetz, durchgestrichene Mülltonne, damit der Verbraucher weiß, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll kommen darf. Kennzeichnungspflicht Teil 2, die WEEE-Registernummer, dass ich als Hersteller oder Inverkehrbringer auf diesem Produkt verhaftet bin.
Nächster Punkt, der dann auch zum Tragen kommt, sind Verpackungen. Bringe ich als gewerblicher Anbieter neue Verpackungen in Umlauf, dann muss ich mich vorher beim Verpackungsregister Luzid, so nennt sich das, anmelden und dort mitteilen, welche Art von Verpackungen ich in Umlauf bringe und in welcher Menge. Das hat dann was mit dem Wertstoffkreislauf wieder zu tun und auch das ist wieder nicht umsonst. Auch dieses Verpackungsregister nimmt sich wieder ein paar Euro. Zu guter Letzt hätten wir dann diese markenrechtliche Geschichte. Also darf man dieses C-Zeichen als Commodore-Logo verwenden? Hat man dafür die Rechte? Genauso der Name Commodore, ob da eine 64 dahinter steht oder nicht, das ist eigentlich fast nicht wichtig. Aber Commodore ist so vielfach registriert, wie wir gesehen haben, in so vielen verschiedenen Klassen. Wenn da eine Klasse sich auch auf Elektronik bezieht, und das wird sie mit Sicherheit tun, dann kann das also auch schon wieder zu Problemen führen. Jetzt habe ich aber echt genügend rumgeunkt. Ich wollte nur aufzeigen, dass man auch als Hobbybastler, sobald man seine Produkte in Umlauf bringt, gewissen Pflichten und Regularien unterliegt. Gerade bei Neuware zählt man relativ bald auch als gewerblicher Anbieter, was weitere Pflichten bedeutet. Mein Vorschlag, diese ganzen Sachen einfach erledigen. Das sind verwaltungstechnische Akte, die sind aber kein großes Ding, das kann man schon hinkriegen. Und dann ist man auch auf der sicheren Seite, dann kann einem keiner mehr an den Karren fahren. Muss ja nur mal ein missgünstiger Mitbewerber sein, dann hat man einen Haufen Ärger, das kostet unter Umständen viel Geld, es kostet Zeit und Spaß macht es überhaupt nicht. Diese ganzen Ressourcen sind ja beim Entwickeln und beim Rumspielen mit der Elektronik viel besser angebracht. In diesem Sinne, viel Spaß dabei.